Ich bin 38 und habe weder Kinder noch eine Karriere und ein bescheidenes Zuhause oder gar ein Eigenheim habe ich auch nicht. Ganz ehrlich, hätte mir jemand vor 10 Jahren gesagt, dass ich mit Ende 30 all diese für mich damals so wichtigen Punkte in meinem Leben nicht haben würde, wäre ich am Boden zerstört gewesen. Und heute? Was hat sich in den letzten 10 Jahren geändert? Wie sieht mein Leben aus, so ganz ohne Kinder, Karriere und einem festen Zuhause? Fehlt da nicht der eigentliche Sinn des Lebens? Und wie fühlt es sich an, all diese in unserer Gesellschaft so wichtigen Meilensteine bis Ende 30 nicht erreicht zu haben? Befinde ich mich vielleicht auf einem Irrweg? Ich bin mit der Überzeugung aufgewachsen, dass es wichtig ist, insbesondere als Frau, auf eigenen Beinen stehen zu können, unabhängig zu sein, einen stabilen, gut bezahlten Job zu haben, was in meinem Umfeld bedeutete eine unbefristete Angestelltenposition. Sowohl die typischen Hausarbeiten verrichten zu können, als auch die grundlegendsten handwerklichen Fertigkeiten zu haben. Eine stabile Partnerschaft zu führen, eine Familie zu gründen, allerdings nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, so mit Ende 20 wäre der perfekte Zeitpunkt dafür gewesen. Und natürlich ein eigenes Zuhause, mit allem, was dazugehört. Im Grunde also ein ideales Leben, oder? Naja, zumindest sah es für mich danach aus. Bis sich die Dinge angefangen haben zu verändern, bis etwas in mir sich begonnen hat zu verändern. Bis zum Ende meiner 20er lebte ich mit der Vorstellung von diesem idealen Leben und bis zu diesem Zeitpunkt schien sich auch alles in meinem Leben genau in diese Richtung zu entwickeln, in der perfekten Reihenfolge sozusagen. Ich war dabei, meinen 2. Studienabschluss zu erlangen. Der Bachelor war nicht genug, es musste ein Master her, da ich damit ja noch mehr Geld verdienen würde, so war ich damals der Meinung. Ich lebte in der Großstadt, die viele Möglichkeiten bot, hatte einen angenehmen Nebenjob, eine schöne Wohnung mit meinem damaligen Partner, mit dem ich zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jahre zusammen war. Alles lief von außen betrachtet ziemlich perfekt. Doch zu meiner Verwunderung ging es mir innerlich nach und nach zunehmend schlechter. Ich stellte fest, dass ich, obwohl ich doch scheinbar alles hatte, obwohl mein Leben sich ideal entwickelte, dennoch nicht richtig glücklich war. Nach und nach kamen dann auch endlich Fragen in mir auf. Was ist mit mir los? Warum geht es mir so? Wieso studiere ich eigentlich? Warum mache ich diesen Job? Warum bin ich in dieser Beziehung? Was will ich überhaupt vom Leben? Und letztlich, wo ist der Sinn in all dem? Und wie heißt es so schön, sobald der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. In meinem Fall war es allerdings nicht diese eine bestimmte Person. Die Lehren kamen mehr in Form von eindeutigen, zum Teil sehr schmerzhaften äußeren Ereignissen, die rückblickend betrachtet einen unschätzbaren Wert für mich hatten. So stellte ich nach und nach fest, dass das Leben, das ich lebte und das sich vermeintlich so erfolgreich entwickelte, nicht wirklich meins war. Ich lebte es zwar, doch es fühlte sich an, als wäre es mir übergestülpt worden, als hätte ich mir selbst das von außen betrachtet schönste Outfit ausgesucht und mich da hineingequetscht, obwohl ich mich darin überhaupt nicht wohlfühlte. Ein Outfit, ein Leben, das die allermeisten Menschen wählen, weil es so schön zu sein scheint und einem ewiges Glück, Erfüllung und eine gewisse Stabilität und Sicherheit verspricht. Für mich
endete dieses Kapitel vom idealen Musterleben mit einem großen Paukenschlag. Nachdem ich zunächst die Uni hinschmiss und mich doch noch in einem stabilen, gut bezahlten Job versuchte, kündigte ich auch den. Ich trennte mich von meinem Partner, zog mit nur wenigen Koffern aus der gemeinsamen Wohnung aus und verließ die Großstadt samt meinem Umfeld. Ich war 32 und fing erst da an, mir darüber klar zu werden, was ich vom Leben will und wer ich im tiefsten Innern meiner Seele unter all den von der Gesellschaft anerzogenen, schablonenhaften Charakterzügen und Gedanken eigentlich bin. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass sich der Nebel lichtete und ich anfing klar zu sehen. Das war die Zeit, in der sich Dinge im Außen ganz plötzlich und scheinbar einfach ergaben. Wo sich Türen schließen, öffnen sich neue. Davon bin ich zu 1000% überzeugt. Auf einmal hatte ich eine gute Summe Geld ganz für mich allein, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie so schnell in mein Leben kommen wird. Mein Seelenpartner trat quasi über Nacht in mein Leben. Wundervolle und lebensverändernde Reisen eröffneten sich mir. Und eine weitere ganz wichtige Tür war der Zugang zu einem größeren Verständnis davon, wie wir als Menschen gestrickt sind, wie das miteinander funktioniert, wie wir als Gesellschaft uns gegenseitig klein halten, uns abhängig machen von den Meinungen anderer und manchmal sogar unser gesamtes Leben nach einem Idealbild gestalten, von dem wir natürlich vollkommen unbewusst glauben, dass uns das die Anerkennung anderer bringt und uns selbst erfolgreich, sinnerfüllt und letztlich glücklich machen wird. Ich habe gelernt, dass die meisten Menschen das Leben so leben, wie sie es von ihren Bezugspersonen vorgelebt bekommen haben. Die wenigsten setzen sich hin und machen sich Gedanken über das Leben oder warum sie so leben, wie sie leben. Die meisten von uns übernehmen all die guten und weniger guten Überzeugungen und Lebensweisen unserer Erziehungsberechtigten oder die des eigenen Umfeldes. Ich war da keine Ausnahme, bis ich angefangen hatte, Fragen zu stellen, meine eigenen Sichtweisen zu hinterfragen und mir selbst ein Bild zu machen, ohne es durch die Brille eines anderen zu sehen. Ich fing an zu begreifen, dass ganz egal, wie sehr sich meine Liebsten ein normales, geregeltes Leben für mich wünschen, sie werden mein Leben für mich nicht leben können. Ich bin es, die das tun muss, und ich muss mit meinen Entscheidungen glücklich sein. Es bringt überhaupt gar nichts, einem Weg zu folgen, der einen zutiefst unglücklich macht. Auch nicht dann, wenn scheinbar alle um einen herum dem gleichen Weg folgen. Es war nicht leicht festzustellen, was ich will, beziehungsweise was davon, das ich früher scheinbar wollte, wirklich meine Wünsche waren und was davon ich über Jahre hinweg einfach übernommen hatte, ohne einmal innezuhalten und die Dinge zu hinterfragen. Es war ein Prozess, der Jahre andauerte. Diese Umbruchzeit war eine der schwersten und schmerzhaftesten Zeiten meines Lebens. Aber nicht deshalb, weil ich Angst vor der Ungewissheit hatte, sondern aufgrund der Menschen um mich herum. Ich traf Entscheidungen, die andere Menschen scheinbar verletzten, obwohl es um mein eigenes Leben und Wohlergehen ging. Für mein Umfeld war und ist es zum Teil noch immer schwer und für manche sogar unmöglich zu akzeptieren, dass ich zum Beispiel mein Studium so kurz vorm Abschluss abgebrochen hatte, dass ich in keinem Angestelltenjob mehr arbeiten will, dass ich trotz eines liebevollen Partners an meiner Seite, mit dem ich nun tatsächlich glücklich bin, nicht bereits mehrere Kinder in die Welt gesetzt habe und dass ich mit Ende 30
immer noch kein eigenes Zuhause habe. Die Wahrheit ist, dass das Brechen mit den vielen sozialen Normen, die wir als Gesellschaft über Jahrhunderte aufgebaut haben, nie leicht ist. Einfach, weil es immer Menschen geben wird, die das, was man tut, für falsch oder sogar verletzend halten. Doch wenn man irgendwann für sich begreift, dass es kein richtig oder falsch gibt, wenn es darum geht, sein eigenes Leben zu leben, dass es nicht nur ein paar bestimmte Möglichkeiten gibt, wie man das Leben leben darf, sondern unzählige, dann wird es nach und nach leichter, sich von den vorgefertigten Konstrukten und Strukturen zu lösen. Man beginnt für sich zu entscheiden, was sich gut und stimmig anfühlt, ganz unabhängig davon, wie oder warum es die Mehrheit macht. Und je weiter man geht, desto mehr Türen öffnen sich einem, desto mehr neue Themen, Denkweisen und Möglichkeiten zeigen sich auf. Heute fühle ich mich freier, zufriedener und selbstbestimmter denn je. Ich lebe ein unkonventionelles Leben mit einigen von außen betrachtet durchaus konventionellen Elementen darin. Doch das Wichtigste ist, dass ich mich nicht mehr nach Norm, Konvention, richtig oder falsch richte, sondern nur noch nach meinem Gefühl. Ich bin verheiratet, aber nicht, weil man es so macht, sondern weil mein Partner und ich uns durch diese Tatsache auf einer ganz anderen Ebene noch näher verbunden fühlen. Wir haben keine Kinder, aber nicht, weil wir aus bestimmten Gründen keine wollen. Wir haben einfach keinen Fokus darauf. Sollte es sich in diesem Leben ergeben, schön. Wenn nicht, dann ist auch das schön. Wir sehen unseren Lebenssinn nicht darin, unbedingt eine Familie zu gründen, mit allem, was dazugehört, und damit womöglich unseren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Wir streben auch keine Karriere an. Wir haben in der Vergangenheit in unterschiedlichen Jobs und Städten gearbeitet, über Jahre sehr, sehr minimalistisch und zurückhaltend gelebt und stattdessen unser Geld angelegt, weil wir uns beide für unsere Zukunft ein anderes Leben vorstellen. Eines, in dem wir mehr Zeit und Raum haben für uns und für das, was uns wirklich interessiert und begeistert. Vor ein paar Monaten sind wir aufgebrochen in unser nächstes Abenteuer, in das nächste Kapitel unseres Lebens. Raus aus Deutschland, rein in die Welt. Wir folgen unserer Intuition und Neugier und versuchen dabei, uns selbst immer mehr zu entdecken und unser Leben so zu gestalten, wie es sich für uns gerade gut anfühlt. Ich bin 38 und habe keine Kinder, keine Karriere und kein festes Zuhause. Vor 10 Jahren hätte mich diese Zukunftsprognose erschüttert. Heute bin ich dankbarer und glücklicher denn je dafür, dass mein Leben so ist, wie es ist. Trotz oder vielleicht sogar gerade aufgrund der vielen Herausforderungen, der immer wieder aufkommenden Ungewissheit, wie es weitergeht, und dem stetigen Verlassen meiner Komfortzone, fühle ich mich innerlich ruhig und zuversichtlich. Ich weiß jetzt, dass es das perfekte Leben, das einem Sicherheit und Glück garantiert, nicht gibt. Dass der Sinn des Lebens nicht darin liegt, Meilensteine zu erreichen, für mich jedenfalls. Ich bin hier, um zu leben, um mich und das Leben zu erfahren, auf mein Herz zu hören, mich auszuprobieren, zu lernen und mein eigenes, individuelles Leben zu erschaffen.
Abschließend möchte ich noch gerne sagen, dass es an einem eher klassischen, geregelten Leben nichts auszusetzen gibt, wenn die Menschen sich dieses Leben ganz bewusst aussuchen. Problematisch finde ich es nur, wenn Menschen, ganz egal welches Leben sie selbst führen, und oft sind es aber nun mal diejenigen mit einem, in Anführungszeichen, normalen Leben, dass diese Menschen andere für ihr unkonventionelles Leben verurteilen. Wir hätten alle ein viel zufriedeneres und friedlicheres Leben, wenn jeder sich mehr mit seinen eigenen Entscheidungen auseinandersetzen würde, anstatt die der anderen zu hinterfragen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir ganz viel Mut und Kraft für deinen eigenen individuellen Lebensweg. Bis ganz bald.